Heute zeige ich euch, wie man ein einfaches Brot backt, das gegen schlechte Stimmung hilft und mit Hefewasser gemacht wird. Viel Spaß bei dem Video! Hallo, hier ist Emma Magians. Es ist natürlich ein bisschen hochgegriffen, aber tatsächlich ist dieses Omega-3-Brot sehr gut gegen schlechte Laune. Omega-3 hilft sogar gegen Depressionen. Und ich beginne damit, dass ich erstmal die Körner einweiche. Hier habe ich einmal die Weizenkeime, dazu kommen dann die Leinsamen und die Sonnenblumenkerne. Und das Ganze wird dann in Wasser eingeweicht, so circa 2 bis 4 Stunden mindestens. Das darf auch gerne heißes Wasser sein. Das hat den Hintergrund, tut ihr dies nicht bei einem Körnerbrot, dann ziehen diese Körner später beim Backen dem Brot die Feuchtigkeit raus und dadurch wird das Brot dann trocken. Und das ist ja nichts, was wir wollen, sondern es soll ja ein schönes, saftiges Brot werden. Wenn euch dieses Video gefällt, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann erfahrt ihr immer als erstes, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Hier erfahrt ihr nämlich alles zum Thema Hefewasser, wie man selber Hefe herstellt und damit leicht und locker den Alltag bewältigt. Im Hintergrund könnt ihr jetzt sehen, wie ich die Kerne mit Wasser eingeweicht habe. Es ist dampfendes Wasser, ich habe es ein bisschen erhitzt. Und das Ganze rühre ich jetzt nochmal mit einem Löffel kräftig um. Zum einen bilden sich da immer so Klümpchen mit den Leinsamen, ihr könnt es hier vielleicht sehen. Und zum anderen backen wir heute wieder ein Brot, wo Roggenmehl mit dabei ist. Und da gucke ich dann immer, dass ich alle anderen Zutaten vorher schon gut miteinander vermischt habe, da Roggenmehl nicht so viel geknetet werden soll, denn das hat kein gutes Gerüst und das geht dann einfach nicht so schön auf. Dafür haben wir ja aber auch noch das Weizenmehl, was wir dazu benutzen. Und die Körner lassen wir aber jetzt erstmal stehen und kümmern uns um die Hefe. Wenn ihr hier neu auf dem Kanal seid, ich verlinke euch nochmal oben, wie das mit dem Hefewasser genau funktioniert, wie man die Hefe selber macht. Ich habe jetzt hier 200 Milliliter genommen, füge das Salz hinzu und gebe dann den Zuckerrübensirup noch mit hinein. Das Ganze wird dann gut umgerührt und bei Zimmertemperatur zugluftssicher stehen gelassen. Wenn ihr keinen Zuckerrübensirup zu Hause habt, könnt ihr selbstverständlich jedes andere Süßungsmittel auch verwenden. Probiert es vielleicht auch mal mit Reissirup, mit ganz normalen Kristallzucker oder vielleicht auch mal mit Honig aus. Wenn ihr nicht so viel Zeit habt, könnt ihr diesen Schritt mit dem Hefewasser auch überspringen. Das Wichtigste ist, dass ihr die Körner einweicht. Das Hefewasser aktiviere ich immer nur gerne ganz zeitgleich, dass es einfach schon mal einen Vorsprung hat mit der Hefe, damit es auch schneller aufgeht. Und ich mache es immer so, dass ich die Körner einweiche und dann auch parallel das mit der Hefe mache. Und das Ganze lasse ich, wie gesagt, immer so 2 bis 4 Stunden stehen. Hier sind jetzt die Körner. Ich habe das Wasser weitestgehend abtropfen lassen. Das funktioniert nicht ganz so gut wegen den Weizenkeimen. Das ist aber nicht so schlimm, wenn noch viel Feuchtigkeit drin ist. Jetzt gebe ich die 2 Esslöffel Rapsöl hinzu und dann kommt auch schon der Joghurt hinein. Und das Ganze wird dann wieder ganz ordentlich miteinander verrührt. Den Grund hatte ich euch ja vorhin schon gesagt. So sieht das Ganze aus. Und wenn es soweit vorbereitet ist, kümmern wir uns um die Mehle. Kümmern wir uns jetzt um die Mehle. Hier ist das Roggenmehl. Da hinein gebe ich jetzt einmal das Weizenvollkornmehl. Und wenn ihr nicht genügend Mehle habt, das heißt, ihr habt vielleicht mehr Roggenmehl, weniger Weizenmehl oder umgekehrt, dann mengt es so hin, dass die Gesamtmenge an Mehl noch vorhanden ist. Derzeitig ist es ja schwierig, an Mehl ranzukommen, deswegen da einfach der Hinweis, variiert es sonst auch ein bisschen. Vielleicht nehmt ihr ja auch statt einem Weizenmehl Dinkelmehl. Dann lasst es mich mal in den Kommentaren wissen. Ich bin gespannt, wie es euch dann gelingen wird. So, hier ist jetzt noch das Weizenmehl, was hinzukommt. Wenn alle Mehle beieinander sind, mache ich es so, die anderen Zutaten habe ich ja schon vorbereitet für das Brot und das Mehl mische ich dann schon mal mit einem Löffel gut durch. Dann geht es nachher viel einfacher. Das ist ein No-Knead-Brot, ein sogenanntes Brot ohne Kneten. Das ist unheimlich saftig und sehr lecker und ich freue mich mal auf eure Rückmeldung, wie es euch geschmeckt hat. Bei uns ist es super angekommen und naja, die Stimmung war natürlich gut, dank Omega-3. Jetzt kommen schon die anderen Zutaten hinzu zu dem Mehl. Das heißt, hier haben wir das Hefewasser mit dem Zuckerrübensirup und dem Salz. Danach füge ich noch die Körner hinzu. Und das ist ein super leichtes Brot, besonders auch für Anfänger, ein sogenanntes No-Knead-Brot. Das heißt, ihr braucht es nicht kneten und könnt es sogar, wenn ihr jetzt nichts anderes zur Hand habt, einen großen Kochlöffel nehmen und das schön ordentlich vermengen.
geht aber selbstverständlich auch mit der Küchenmaschine oder dem Handrührgerät mit Knethaken. Und es ist ein ganz tolles, saftiges Brot. Bei uns ist es wirklich sehr gut angekommen und ich freue mich auf eure Kommentare, wie es euch gelingt. Und natürlich schmeckt. Fertige Teig, das habe ich am Abend gemacht, habe es dann über Nacht stehen lassen, abgedeckt, zugluftsicher im warmen Zimmer und am nächsten Morgen ist es schön aufgegangen, es hat sich verdoppelt der Teig. Und dann nehme ich eine Kastenform, ich habe hier meine Lieblingsform von Ikea und fette das einmal ein und da kommt jetzt einfach der Teig hinein. Ihr dürft selbstverständlich vielleicht auch noch Haferflocken hinzufügen oder nochmal Leinsamen als Topping. So schön reingeben. Und wenn der Teig drin ist, befeuchtet ihr ganz einfach mal eure Hände und könnt dann den Teig an der Oberfläche schön glatt streichen. Das geht dann immer am einfachsten. Das Brot ritze ich dann mit einem feuchten Messer ein. Also hier ist das glatt gestrichene Brot. Füllt die Form sehr gut heute aus. Dann habe ich mit dem Messer nochmal Striche gemacht und das lasse ich noch mal eine halbe Stunde stehen, bevor es dann in den vorgeheizten Backofen bei Ober- und Unterhitze kommt. Und nach 40 Minuten habt ihr dieses köstliche Brot. Schaut mal hier sind noch ein paar Videos für euch. Guckt euch die an und viel Spaß beim Nachbacken. Liebe Grüße, eure Emma.